Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir uns an, was die geistige Welt, das Universum für Botschaften für dich haben. Was kommt auf dich zu? Mit was solltest du rechnen? Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann. Was ist ausschlaggebend für den Wassermann? Die Feinstofflichkeit. Ist ein Produkt der Frequenzen. Auf welchen Frequenzen schwingst du? Wow, hulala, du hast viele Themenkarten. Ja, hulala. Ja, lieber Wassermann. Ich würde mal sagen, mit diesen Themenkarten geht es tatsächlich darum, den Mut zu haben, nach vorne zu blicken, aber nicht nur, sondern auch nach vorne zu gehen. Etwas in dir lässt dich isoliert fühlen, einsam fühlen. Gut möglich, dass es eine Enttäuschung ist, die du erlebt hast oder gar von dir selbst enttäuscht bist. Etwas, was du dir vielleicht selbst noch nicht verziehen hast oder jemand anderem. Momentan bist du sehr zurückgezogen, nachdenklich. Doch genau in dieser Situation des Rückzugs erkennst du den leuchtenden Weg vor dir. Was es dafür braucht, um den Weg weiterzugehen, zu erkunden? Geduld. Sehnsucht spielt auch eine Rolle. Bei manchen Sehnsucht nicht nach einem Menschen, sondern nach Vergebung. Du möchtest Informationen, du möchtest dir Wissen aneignen, du möchtest vorausschauen können. Doch sie sagen, es ist wie als würdest du innerlich das Gefühl haben, gegen eine Wand zu fahren. Dass das, was du möchtest, dass das, was du wissen möchtest, das Wissen, das du erlangen möchtest, oder manche verlangen es zu wissen, die sind ganz arg auf dem Holzweg, dass du bemerkst, dass das Außen dich so sehr ablenkt und du aus dem Außen dieses Wissen nicht herausziehen kannst, es dir nicht generieren kannst im Außen. Der nächste Vollmond wird ausschlaggebend für dich in einem sehr tiefen Moment, dem du dich einsam fühlst. Und wisse, Einsamkeit ist eine Wahl. Sie sagen, das ist jetzt nicht das Thema. In diesem Moment der Einsamkeit darfst du erkennen, wie gesagt,
den Weg vor dir, doch du darfst auch erkennen, dass du eigentlich niemals vom Weg abgekommen bist. Du wartest auf den richtigen Moment. Sie sagen, der richtige Moment hängt ganz gewiss nicht von dir ab. Oh la la. Schauen wir. Schau mal, schon kam die Karte. Die tiefe Innenschau. Doch du hast gelernt. Du hast deine Schattenseiten, deine dunklen Ecken, sehr viele davon schon beleuchtet. Manche haben dich sehr überfordert und du konntest damit nicht umgehen, im Sinne lieber verdrängen. Der Wissensdurst, Antworten suchend. Du blickst zurück, doch mache deine Vergangenheit nicht zur Zukunft. Du hinterfragst eine intime Verbindung, nicht nur die zu einem anderen Menschen, sondern du hinterfragst deine eigene intime Verbindung zu dir selbst. Du bist in einem Space oder kommst in ein Space rein, wo du recht unnahbar bist. Manchmal fragst du dich, was tue ich überhaupt? Was verrichte ich? Bin ich von Nutzen? Selbstverständlich bist du von Nutzen. Denn die Welt wäre ja nicht die Welt, wie sie ist, wenn du nicht da wärst. Du trägst ja deinen Teil dazu bei. Eine Jungfrau, ein Wasserzeichen, ein Erdzeichen. Du wirst dir darüber bewusst, dass es keine schriftlichen Verbindungen und Besiegelungen braucht, um sich verbunden zu fühlen. Dir wird auffallen, dass du emotionell gefestigter bist,
Doch du suchst eine Aufgabe. Es fehlt dir die Anerkennung im Außen. Es fehlt dir die Leidenschaft für das, was dich, ich möchte nicht sagen, es klingt zu dramatisch, am Leben erhält, doch etwas, für das du lebst, für das du einstehst. Du wirst dich öffnen. Du wirst dich auf Reisen begeben, eine innerliche oder äußerliche Reise. Du wirst sehr viel kommunizieren. Und vor allem, lieber Wassermann, wirst du dich dafür öffnen, über deine Wunden und Schmerzen zu sprechen. Vor allem dann, wenn etwas schwarz auf weiß besiegelt wird, aus dem Rahmen fällt, getrennt wird, kann beruflich sein, kann im Zwischenmenschlichen sein. Es hat dich, alles bis jetzt hat dich sehr gestärkt und aufgestellt. Du stehst da mit beiden Beinen auf dem Boden. Doch wenn etwas so kommt, wie du es nicht erwartest, denke über deine Erwartungen nach. Man sollte keine Erwartungen haben. Leichter gesagt als getan. Achte auf deine Wortwahl, achte auf die Tonleiter deiner Worte, denn wenn du aus dem verletzten Ego heraus sprichst, kannst du deine Mitmenschen auch verletzen. Und manch ein Wassermann möchte den eigenen Schmerz auf die Mitmenschen übertragen, damit es vielleicht leichter ist für sich selbst. Doch, lieber Wassermann, denk an deinen Weg, er ist golden. Wir machen weiter im Extended mit einem schamanischen Rat, einer Engelsbotschaft und weiteren Botschaften aus der geistigen Welt. Bis gleich, lieber Wassermann. Wir freuen uns auf dich. Ciao!